Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute zeige ich dir, wie du in Google Sheets Zellen verbindest. Viel Spaß! Um zu zeigen, wie man Zellen verbindet, habe ich zunächst einmal hier einige Linien, Zeilen und Spalten farbig markiert, dass man das einfach besser sieht, was dann passiert. Und zwar geht es darum, wenn ihr eine Tabelle habt, beispielsweise schreibt ihr hier KW03 rein, also einmal für die Kalenderwoche 03, und ihr müsst beispielsweise jetzt hier aufnehmen, wer dort alles zu einem gewissen Termin erscheint, und ihr würdet jetzt hier Stück für Stück eure Namen eintragen, beziehungsweise habt ihr eventuell schon weiter vorne eingetragen und schreibt dann immer nur noch Ja, Nein, aber hier könntet ihr das machen. Und wenn ihr jetzt hier beispielsweise wollt, dass hier die Teilnehmer sind, wo könnt ihr das hinschreiben? Ihr könnt natürlich hier Teilnehmer hinschreiben, aber das sieht dann ein bisschen doof aus, weil klar, das steht dann irgendwie nur bei Hans, aber nicht bei Peter, und gerade wenn hier unten dann noch ein Name steht, wird das auch relativ schwierig. Und dafür könnt ihr Zellen verbinden. Das heißt, ihr wählt die Zellen aus, die ihr verbinden möchtet. Das sind mindestens 2 Zellen. Ich wähle jetzt einmal die hier alle aus. Und dann habt ihr hier oben in diesem Schnellmenü einmal den Punkt Zellen verbinden. Ja, da sind diese 2 Pfeile, die aufeinander zugehen. Könnt ihr einmal entweder hier drauf klicken oder ihr habt hier noch so ein Spezialmenü, da komme ich aber gleich noch zu. Und wenn ihr dann auf Zellen verbinden drückt, seht ihr, es gibt jetzt hier nur noch eine Zelle. Ja, da sind keine Linien mehr dazwischen. Und wenn man jetzt drauf geht, sieht man auch, der blaue Rahmen geht wirklich nur um diesen ganzen Bereich. Das heißt, das ist eine Zelle. Und dann könnt ihr hier auch natürlich einstellen, dass Teilnehmer mittig positioniert sein soll und das selbstverständlich auch in der Mitte ist. Und somit habt ihr hier die Möglichkeit, Teilnehmer hinzuschreiben, und hier, man sieht optisch, aha, das gehören alles zusammen, die einzelnen Zellen, die hier stehen. So könnt ihr Zellen verbinden, und das könnt ihr natürlich nicht nur über Spalten machen, sondern ihr könnt auch beispielsweise diese Zellen hier verbinden und habt dann hier eine Zelle von in Zeile 11 über Spalte D bis H. Ist auch kein Problem. Natürlich könnt ihr auch einen ganzen Block nehmen, mehrere Spalten, mehrere Zeilen, müsst ihr einfach auswählen, in der Zelle, wo ihr starten wollt, linke Maustaste drücken, gedrückt halten und über die Zellen ziehen, die ihr haben wollt, und dann drückt ihr oben auf Zellen verbinden und schon habt ihr hier eine gewaltige Zelle. Zusätzlich habt ihr auch noch die Möglichkeit, beispielsweise mehrere Zeilen auszuwählen. Ich wähle jetzt mal hier die letzten 4 Spalten von den dicken Rahmenlinien aus, und dann, wenn ihr auf Zellen verbinden drückt, macht ihr natürlich eine Zelle daraus. Ihr könnt das aber auch feiner machen, indem ihr auf den rechts daneben liegenden kleinen Pfeil drückt. Dann habt ihr einmal die Möglichkeit, alle verbinden. Da passiert dann das, was auf diesem Button links daneben passiert, also auf dem Knopf links daneben passiert. Aber ihr könnt auch sagen, ihr möchtet es horizontal oder vertikal verbinden. Das heißt, Google Sheets gibt euch hier die Möglichkeit, jeweils die Zeilen zu verbinden oder die Spalten. Wenn wir horizontal verbinden, sehen wir, okay, wir haben jetzt hier diesen gesamten Bereich nur noch Zeilen, aber keine Spalten mehr. Und andersrum könnt ihr natürlich auch wählen, dass es vertikal gemacht wird. Dann habt ihr hier die Spalten jeweils verbunden. Das sind die Möglichkeiten, die euch Google Sheets bietet, um Zellen zu verbinden. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest einiges lernen. Hast du noch Fragen dazu? Schreib sie in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat, und abonniere meinen Kanal. Hab noch einen schönen Tag. Ciao!